Meine Zeit in der Türkei neigt sich dem Ende zu und ich will eigentlich nicht gehen. Aber ich muss, das heißt noch ein letztes Mal Wäsche waschen in der ominösen Freiluftwaschmaschine in Istanbul, ein letztes Mal Bus fahren und nochmal meinen liebsten Bekanntschaften Tschüss sagen. Mirza hatte mich Semma bei meinem letzten Istanbul-Besuch vorgestellt und ich habe sie direkt in mein Herz geschlossen. Ich verstehe kein Wort von dem, was hier gesprochen wird und Semma versteht mich auch nicht, aber irgendwie mögen wir uns trotzdem. Ich weiß nicht, manchmal muss man nicht mal dieselbe Sprache sprechen, um zu wissen, dass man vom selben Schlag Mensch ist. Mein letzter Tag in Istanbul. Oh, ich bin traurig und glücklich und traurig und glücklich. Bevor man Istanbul verlässt, muss man auf jeden Fall sein Auto ganz sorgfältig kontrollieren, nicht, dass man einen blinden Passagier mitnimmt. Mausi, die ziehen dich spätestens an der Grenze raus. Du hast keinen Pass. Komm. Komm her. Ich weiß nicht. Istanbul verabschiedet mich mit so großartigem Wetter. Ich muss sogar die Sonnenbrille nochmal aufsetzen. Mein Herz ist schwer. Teşekkürler. Yes, I come back in April. April? Come back. Yes. Ich liebe das, in Istanbul Auto zu fahren. Ich weiß, es klingt paradox. Man meidet ja eigentlich Großstädte mit so einem großen Auto, aber es ist eine schöne Erfahrung. Man schiebt sich hier so durch, es gibt nicht so richtig Regeln und die Leute reagieren auch so positiv auf mein Wohnmobil und man grüßt sich so, gerade auch mit Leuten, die auch schon Kleintransporter fahren. Dann grüßt du dich und nickst dir so zu. Ich will nicht gehen, Mann, ich will wirklich nicht. Es macht mich sehr, sehr, sehr emotional irgendwie. Ich weiß ja, dass ich zurückkomme. Ich komme zurück, auf jeden Fall, Mann. Man darf ja als Europäer 3 Monate da sein, dann muss man 3 Monate rausgehen und so. Darum geht es ja auch ein bisschen. Oh. Ich hatte bei meiner Einreise mir überhaupt keine Gedanken über diese 90-Tage-Regel gemacht, weil ich ursprünglich dachte, ich bleibe vielleicht 4 Wochen in der Türkei. Und auf einmal hat es mich total gepackt und ich bin länger geblieben. Aber jetzt reise ich erstmal aus, damit ich dann im Frühjahr nochmal einreisen kann. Mir ist gerade sowas Verrücktes passiert. Da hält ein Auto neben mir. Die da hier. Und schenken mir so einen Kringel. Die hupen. Auf einmal steigt da jemand aus dem Auto, also aus dem Fenster raus. Klopft an meine Scheibe mitten im Fahren und schenkt mir so einen Kringel. Geil. Die Türken sind verrückt manchmal. Ich mag das. Ich habe schon viele schöne Länder bereist und bin da mittlerweile nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Man gewöhnt sich dann doch schnell an Sonne und schöne Strände. In der Türkei waren es für mich wirklich die Menschen, die das so besonders gemacht haben, zusätzlich zu dem wirklich schönen Land. Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt wiederkommen möchte. Noch 20 Kilometer bis zur Grenze. Ich habe schon meine Papiere bereit. Ich war gerade noch mal kurz im Supermarkt, habe so ein paar Sachen gekauft. Und jetzt ist es gegen 21 Uhr und ich fahre über die Grenze. Ja, ey, ich merke richtig, ich habe in meinem Bauch so ein bisschen ein flaues Gefühl. Freue mich aber auch auf die Woche jetzt, denn ein Grund, warum ich jetzt auch so zügig über die Grenze fahre, ist, dass ich verabredet bin. Ich bin verabredet mit ganz tollen anderen Alleinreisenden. Wir wagen ein Experiment. 3 Alleinreisende auf einem Haufen und besprechen, wie es jetzt weitergeht. Im Leben, in der Zukunft, im Jetzt,
was passiert ist, was war, wir werden es erfahren. Man fährt hier eine ziemlich lange Strecke staatenlos, also im Prinzip auf dieser Brücke, bis man dann endlich wieder in Griechenland ist. Ich bin in Griechenland! Oh mein Gott! Ich habe sehr gemischte Gefühle gerade. Es ist ein wunderschönstes Wetter. Wahnsinn. Ich fühle mich belebt von dieser Sonne. Toll. Es ist krass, wieder in Griechenland zu sein. Ich muss sagen, ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Es ist so krass. Ab dem Moment, wo ich gestern die Grenze passiert war, habe ich mich deutlich unsicherer gefühlt als in der Türkei. Und jetzt habe ich hier gerade Freunde von Freunden getroffen. Ich wusste, dass die hier sind, deswegen bin ich hier vorbeigefahren. Und die haben mir jetzt keine Angst gemacht, aber wir haben uns viel über die aktuelle Situation in Griechenland unterhalten oder wie es halt hier gerade so ist mit dem Wohnmobil. Und es ist halt, ich will mich davon nicht verunsichern lassen, aber hier in Griechenland ist es was ganz anderes mit dem Wohnmobil als in der Türkei. In der Türkei habe ich mir halt nie Gedanken gemacht, ob das jetzt irgendwie, ob jemand einbricht oder nicht. Ich meine, gut, in Istanbul hätte ich mich jetzt vielleicht auch nicht überall mit dem Wohnmobil hingestellt, aber so trotzdem die meiste Zeit fühlst du dich halt total sicher. Oh, jetzt kriege ich einen Anruf. Dann habe ich schon gemerkt, er spricht ganz schlecht und der Blutdruck passt nicht. Dann habe ich gedacht, das ist nichts anderes als 112. Und da kam echt. Ich wollte das eigentlich nicht filmen und auch rausschneiden, aber ich habe es jetzt doch drin gelassen, denn in den letzten Wochen habe ich gelernt, wie wichtig die Menschen um einen herum sind. Ja, die Sache ist, wenn ich aber hier immer wochenlang unterwegs bin, bin ich natürlich nicht bei meiner Familie oder Menschen, die mir zu Hause wichtig sind. Und das ist für mich der größte Spagat und die größte Herausforderung beim Reisen. Also was mir jetzt gerade ein bisschen echt die Laune versüßt, wortwörtlich, ist dieser Keks. Also was die Griechen wirklich können, die Türken auch, also die Albaner auch, irgendwie, ich weiß nicht, okay, anderes Thema. Ich finde, in Deutschland gibt es irgendwie nicht so geile Backwaren. Also die Griechen, also was die für Süßgebäck machen, das kannst du dir nicht ausmalen. Was ist hier? Ihr müsst wirklich in die Bäckerei gehen, also nicht im Supermarkt oder so, sondern wirklich in der Bäckerei. Da gibt es so, also das ist, dieser Keks ist unglaublich. Das kannst du, wow, Ich liebe diese Tage, egal wie scheiße es war, ich will mich nicht beklagen. Auch wenn mich die eher schlechten Nachrichten von daheim natürlich runtergezogen haben, habe ich mich sehr gefreut, dass ich die nächsten Tage mit Freunden verbringen werde. Und der Gedanke hat mich sehr aufgefangen. Hallo! Seid ihr da durchgefahren? Für mich als wirklich ein Fluss. Der frühe Vogel. 2 von 3 Personen haben mal den Sonnenaufgang gesehen. Ich war es nicht. Na Jana, wie war deine erste Nacht hier an diesem Stellplatz? Wunderschön, Patrick. Der einzige Nachteil ist nur, es ist hier etwas süffig. Und ich darf heute diese schönen Schuhe bewerben, aber bin hier heute schon einmal komplett durch jeglichen Schlamm gewartet. Naja, aber das ist nicht das erste Mal. Ich trage die fast jeden Tag hier auf der Reise und die sind super schnell wieder sauber. Auch wenn sie hier wahrscheinlich nicht lange sauber bleiben. Ich weiß ja nicht, was ihr hier mit mir vorhabt. Die Rede ist von meinen Merino-Runnern von Gieswein, die mich auf dieser Reise bei jedem Abenteuer treu begleiten. Gieswein ist ein österreichisches Familienunternehmen, die Schuhe aus hochwertiger Merino-Wolle herstellt. Sie beziehen die Wolle aus Kleinfarmen und diese sind natürlich mulesingfrei. Außerdem produziert Gieswein mit 0% Stoffabfällen, 90% recyceltem Wasser und aus 100% nachwachsenden Rohstoffen. Du findest bei Gieswein auch Wanderschuhe und viele andere Modelle. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Merino-Wolle ist geruchsneutral, kühlt im Sommer und im Winter hält es schön warm. Mit meinem Code ROSAGOLD sparst du auch noch 20%. Schau dafür gern beim Link in der Infobox vorbei.
Ich habe einfach noch gar keine Muscheln gesammelt auf dieser Reise, fällt mir auf. Sind echt sehr, sehr schöne dabei. Ich finde auch diese langen immer interessant. Also, Ja. ich habe eine kleine Überraschung für euch heute. Und die habe ich mitgebracht vom Elia Beach. Ach nein. Ja. Armbänder. Oh. Und das sind ganz besondere Armbänder. Und ich hoffe, dass sie auch passen. Aber ich, Guck mal, ich habe schon solche auch. Das passt Genau. perfekt dazu. so, das ist erstmal Dankeschön. für Janette. In meinen Farben, hast du gut gemacht. Wow. Voll cool. Und du musst ja noch bei dir, genau, bei dir ein Lebensbaum. Bei dir habe ich aber was anderes gewählt. Ja, Bei eine dir habe ich Frau. einen Buddha, weil du warst ja so ein bisschen Buddha-mäßig unterwegs gewesen in Japan. Perfekt. Ja, das ist gut. So ist genau gut. Und ich habe das halt auch. Ja. Liegst ja nicht drüber. Also, sie signalisieren auch unsere Verbundenheit, egal wo wir gerade sind. Oh, das ist schön. So, Patrick hat ja immer alles dabei. Ja. Der ist Meine top neueste. vorbereitet. Genau, sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Nee, sag, was ist deine Meine neueste Errungenschaft ist hier eine akkubetriebene Ladepumpe fürs Fahrrad. Eigentlich fürs Auto, aber für den Camper würde ich das jetzt nicht unbedingt ausprobieren, weil irgendwie hat sich das schon mal und es hat nicht so geklappt. Da war dann nachher weniger Luft drauf, als rein sollte. Wir schauen mal. Boah, krass. Dann stellen wir es wieder ein, 5,5 und drücken ganz einfach auf Play. Und das war's. Akku leer. Ja, das ist natürlich doof jetzt. Bei 4,5 Bar ist der Akku leer. Gut, dann laden wir das schnell auf. Wir haben ja hier die Power Stations und das Solarpanel stehen. Das ist also auch kein Problem. Wir kriegen den Tag schon rum, ne? Ja. In der Türkei war ich oft Gast und habe Einblicke in andere Lebensformen bekommen. Jetzt hier genieße ich es gerade sehr, wieder mit anderen Reisenden Zeit zu verbringen, die einen ähnlichen Alltag haben und mich mit ihnen darüber auszutauschen. Also wenn das zu stark ist, kann man auch noch mehr Wasser da reinmachen. Patricks ja, erster cool. Chai als Einstimmung auf seine Türkei-Reise. Der hier. Ja. Mal gucken, was er gebraut hat. Vorsicht, heiß. Mhm. Man muss sich ein bisschen reintrinken. Da wir alle ein Fiat Ducato haben, konnten wir schnell ein Lichtproblem diagnostizieren. Was läuft jetzt? Jetzt ist Licht an. Aber Alles. ist das Abblendlicht? Das ist Abblendlicht jetzt. Also Fahrlicht, ne? Nur wenn ich fahre und Licht anmache. Dann ist das bei dir wirklich kaputt. Piep. Janette beweist heute, was hier alles möglich ist. Wird schon schwer raus, die Schraube. Hast du bei der anderen gesehen, ob was durchgeschmort war? Das sah nicht so aus. Aber die Kabel waren ja, da war die Isolierung an 2 Stellen nicht mehr so gut. Jetzt kriege ich das wieder nicht runtergedrückt hier. Jetzt. Ah, Siehst du, das ist der Draht. ja, Draht durch. kaputt. Janette ist vorbereitet. Mhm, die letzte. Mhm. Also ich hätte ja gar keine dabei. Ich kenne das Problem ja. Das passiert halt. Das sieht sehr gut aus. Ja, beide. Ja. Patrick und Janette diskutieren da hinten. Ach, die beiden, ich sag euch, das sind so Freunde, für denen wusste man nicht, dass man die unbedingt braucht in seinem Leben. Und wenn sie da sind, dann freut man sich schon sehr. Heute vor einem Jahr oder so ähnlich, oder um diese Zeit vor einem Jahr, haben wir uns kennengelernt. Was hat sich denn seitdem verändert?
Ich war 8 Monate arbeiten und bin jetzt wieder aufgebrochen zu einer neuen Reise wieder für 4 Monate. Die Kontraste zu meinem Leben in Deutschland sind natürlich schon groß. Also in Deutschland hast du halt deinen geregelten Ablauf, gehst zur Arbeit, triffst dich mit Freunden, machst deine Einkäufe, hast deine Termine und gehst abends ins Bett und dann am nächsten Tag ist dasselbe von vorn, hast mal einen freien Tag oder ein freies Wochenende und das war's. Ne? Und hier ist es ein komplett anderer Ablauf auf so einer Reise. Du hast keinen geregelten Tagesablauf, du entwickelst zwar auf so einer Reise auch deine Strukturen und du gehst einfach anders in den Tag hinein. Du bist viel freier und du wirst von Tag zu Tag viel relaxter, kommst immer weiter runter. An manchen Tagen, man wird auch irgendwie ein bisschen ja, fauler oder man genießt auch ab einem gewissen Zeitpunkt mehr. Und was völlig okay ist auch, finde ich. Dafür ist auch so eine Reise da. Man kommt mit anderen Menschen in Verbindung, in Gesprächen mit Einheimischen, sowohl wie mit anderen Reisenden. Das sind so alles so Sachen, also es ist ein komplett anderes Leben. Ne? So, letzte Aktion vor Feierabend. Ja, Akku ist wieder vollgeladen, ne? Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Aus, lass dich tief sinken an Janeyasana. Einatmen. So, ich bin heute Busfahrerin. Aha. Ja, wir machen einen Gruppenausflug in die Stadt, in die ich immer fahre, Katerini. Das ist die Linie 4B, Okay. Partybus 7A. Das ist ja nett, dass du uns halt mitnimmst. Ja, Linie 18 nach Istanbul. Linie 18 nach Istanbul. Oh je, ob das gut geht. Ja, vielleicht Ja, und wir dürfen hier hinten sitzen. Ja. Also momentan sitze ich noch nicht, ich stehe noch. Ganz schön gruselig. Alter Wetter, das ist ja Abenteuerfahrt mit der Jana. Ich hoffe, das geht gut. Die Busfahrerin hat die erste Hürde geschafft und den See überquert. Oder? Ja gut. Bester Busfahrer der Welt. Danke euch, macht 2,30. Oh, oh, oh. Na, wollen wir mal gucken. Kriegt jemand Studentenrabatt? Heute auf dem Einkaufszettel Glühwein und Kekse. So, wir haben heute bestes Setting für den letzten Abend. Hier hinten überquert jemand mutig die Pfütze. Und Patrick wird uns heute einführen ins Glühwein selbst herstellen. Ja, der Lidl hatte keinen Glühwein, ne? Ja, Oder darf ich Lidl nicht sagen? doch, kannst du sagen. Und da ich auch manchmal, wenn ich zu Hause bin, also damals, wo ich noch zu Hause war und nicht unterwegs war auf Reisen, selber Glühwein gemacht habe, weil ich diesen gekauften eigentlich nicht mag, weil das einfach nicht schmeckt. Das ist einfach nur verdünnte Plärre. Und mache ich Glühwein selber. Es ist jetzt ein bisschen anders wie zu Hause. Ich habe eigentlich versucht, einen Heidelbeerwein zu bekommen, den ich normalerweise zu Hause dafür benutze. Und von daher haben wir jetzt einen süßen Rotwein genommen. Da habe ich mich extra beraten lassen vom Verkäufer.
Und eigentlich wollte ich auch einen Traubensaft nehmen, einen dunklen Traubensaft, den man dazu noch nehmen kann. Aber ich habe leider auch nur hier Granatapfel Also eigentlich haben wir also eigentlich ist das jetzt gar nicht so richtig. Genau. Das ist ja... Ja, mit sowas arbeite ich eigentlich gar nicht normalerweise. Wie du das falsch machst. Gar nicht. So muss es klingen. Jetzt. So. Das sieht schon mal gut aus. Also ihr braucht einen großen Topf. Und dann... Jetzt kommt der Saft, ne? In dem Fall Granatapfel. Normalerweise nimmt man da wie gesagt einen Trauben- oder Johannisbeer, also Heidelbeersaft. Patrick, hast du fertig gebraut? Ja, wir gucken mal, ob es schmeckt, weiß ich noch nicht. Ne? Das werden wir jetzt erstmal abschmecken. Ich nehme jetzt einfach mal eine Probetasse, bevor ich das euch anbiete. Normalerweise würde ich euch zuerst geben, aber ich muss erstmal probieren, ob es überhaupt schon gut ist. Oh, es riecht unglaublich gut, Patrick. Ja. Also wir waren ja sehr skeptisch, was diese gesamte Aktion angeht, müssen wir an der Stelle sagen. Und im Supermarkt, wir waren gegen die Aktion, könnte man sagen, oder? Ja, das... Und eigentlich setzen wir uns ja durch, aber Patrick meinte dann, du, ich kann kaufen, was ich will. Genau, ich kann ja kaufen, was ich will. Ne? Ich kann ja kaufen, was ich will. Wir machen das. Oh, besser als jeder gekaufte. Ich bin jetzt schon überzeugt, weil es warm ist. Ich finde gerade alles gut, was warm ist. Kann man es trinken? Und? Wow, ist sehr aromatisch. Mhm. Das ist anders. Oder? Es schmeckt jetzt nicht wie ein klassischer Glühwein. Ja klar, ist auch nicht aus der Flasche massenweise produziert. Verdünnt mit Wasser. Oh, der ist ein bisschen dreckig. Na, gehen wir mal raus, wa? Ja, du bist ja auch schon wach. Ja. Achso. Ja, wir waren ja verabredet. So, jetzt ist ja auch schon die erste Sonnenzippel auf dem Olymp. Das ist nämlich tatsächlich der Olymp einfach. Voll verrückt, dass wir so nah an dem dran sind. Unser letzter gemeinsamer Morgen. Ist so komisch, wenn man so zusammen Zeit verbringt, dann kann man sich es irgendwie gar nicht anders vorstellen mehr. Also weil wir jetzt so den ganzen Tag immer so zusammen verbracht haben, jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, so alles alleine zu machen. Und auch sich so zu unterhalten, einfach so Gespräche, das fehlt natürlich irgendwie manchmal schon. Hier dampft gerade mein Frühstücksbrei, man sieht es ein bisschen. Ein Tee köchelt. Ach Mann, das ist so krass. Es sind hier drin 13 Grad, aber auch nur, weil ich geheizt habe. Das sind halt Temperaturen, bei denen würde ich in Deutschland nie campen gehen. Also es hatte draußen heute Morgen 0 Grad. So, es war wirklich frisch. Stell dir das mal vor, ich würde in Deutschland doch nicht bei 0 Grad mit dem Wohnmobil wegfahren. Aber hier macht man das irgendwie. Das ist irgendwie so eine Art von Winter, die ich gut finde. Ich finde, an sich ist es ja auch okay, wenn es kälter ist im Winter. Aber entweder halt richtig Schnee oder dann ein bisschen mit Meer. Das fände ich auch schon wieder gut. Ja, sieht aus, als warten die auf mich. Kann es nicht einfach immer so sein? Jeder Morgen beginnt so. So meinst du? Hallo Jana, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich sehr gut hören. Kannst du mich gut hören? Ja, super laut und deutlich. Wir müssen ja nur innerhalb der gewöhnlichen
Nein, macht's nicht. Bleibt nicht für immer so. Abschiede sind für mich das Schlimmste auf Reisen. Dabei weiß ich mittlerweile, dass es überhaupt nichts bringt und Loslassen eine sehr hilfreiche Eigenschaft ist. In der Türkei habe ich mich von all meinen Reisebekanntschaften mit "Bis bald, ich komme wieder" verabschiedet. Dabei weiß ich eigentlich, auch wenn es schwerfällt, manche Menschen, die sieht man nicht mehr wieder. Und manche Momente, die lassen sich einfach nicht nochmal wiederholen. Das ist einfach so und das spürt man auf Reisen nochmal mehr. Das freut mich jetzt so sehr. Oh, ich gehe hier in Thessaloniki immer in dieselbe Waschstraße. Und ich gehe auch immer auf dieselbe Nummer, auf die Nummer 4 bei Washland. Das ist wirklich so ein Gefühl von zu Hause in der Fremde. Wenn du irgendwo schon öfter warst und dann, ja, kennst du halt das und weißt, wie das läuft und so. Ja, der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier und am liebsten würde ich jeden Ort 100-mal besuchen und auch jede Bekanntschaft nochmal erleben. Und wahrscheinlich werde ich mich auch weiterhin mit "Bis bald" von allen verabschieden, um mir selbst das Gehen einfacher zu machen. Aber das Schöne ist, nach jedem Gehen kommt man danach auch irgendwo anders neu an.